Hey liebe Zuschauer, heute stelle ich euch ein Nachtsichtgerät von Yukon vor, und zwar das NVMT Spartan. Bei dem Modell hier handelt es sich um die stärkste Variante mit Generation 2 Plus Röhren. Ich habe versucht, es euch so gut wie möglich darzustellen und hoffe, ihr bekommt einen guten Einblick. Also viel Spaß beim Video. Das Yukon NVMT Spartan ist ein analoges Nachtsichtgerät mit Bildverstärkerröhre der Generation 2 Plus aus Russland. Im Gegensatz zur Generation 1, bei der das Licht ca. 1000-fach verstärkt wird, wird es bei der Generation 2 Plus etwa 20.000-fach verstärkt. Mehr Infos über die Technik und Werte findet ihr unten in der Beschreibung. Das Monokular hat eine Länge von 20,8 cm, ist 8,6 cm breit und 6 cm hoch. Trotz der Länge passt es gut in kleinere Rucksäcke oder lässt sich über die mitgelieferte Tasche mit Schlaufe angenehm am Gürtel tragen. Auch das Gewicht von 600 Gramm ist angenehm. Die Verarbeitung des Nachtsichtgeräts gefällt mir sehr gut. Neben hochwertigem Kunststoff mit leichter Gummibeschichtung besteht der Rahmen aus Metall und auch weitere Teile aus Metall sind zu finden. Zusätzlich ist das Objektiv und die ergonomische Grifffläche mit den Bedienelementen mit griffigem Gummi überzogen. Das Okular ist dagegen aus einem glatten Kunststoff gefertigt und lässt sich fein justieren, ohne ein versehentliches Verstellen zu begünstigen. Schauen wir uns die Optik mal genauer an. Das Objektiv hat einen Durchmesser von 50 mm mit dreifacher Vergrößerung, die bei diesem Gerät fix ist. Die Linse ist voll vergütet und schimmert leicht blau. Fokussiert wird ebenfalls über das gummierte Objektiv. Der Fokus kann von 1,5 Metern im Nahbereich bis auf unendlich eingestellt werden. Somit könntet ihr das Gerät auch zur Fortbewegung benutzen, was bei dem Vergrößerungsfaktor allerdings nicht ganz einfach ist. Über das Okular lässt sich die Dioptrienzahl von -5 bis +5 einstellen. Das funktioniert sehr präzise und die Einstellung bleibt auch nach mehreren Transporten eingestellt. Mit einem Sehfeldwinkel von 14 Grad habt ihr ein Sehfeld von 24,5 Metern auf 100 Meter, mit einer leichten Randunschärfe, die aber bei Nachtsichtgeräten nicht ganz zu vermeiden ist. Ich hatte jedenfalls genug Platz, um zum Beispiel ein Objekt zu verfolgen und konnte größere Bereiche schnell absuchen. Der starke integrierte IR-Aufheller leistet dabei ebenfalls gute Arbeit. Er arbeitet mit 805 Nanometern und hat angegeben vom Hersteller eine Reichweite von 600 Metern im Freien bei 1/4 Mond und einer Objekthöhe von 1,7 Metern, die auch soweit stimmt. Im dunklen Wald war bei mir allerdings bei 200 Metern Schluss und die Details waren eher schwer zu erkennen. Wie ihr seht, macht der IR-Aufheller einen starken Spot in der Mitte des Sehfelds. Den Teil ohne IR-Aufhellung im Sehfeld am Rand müsst ihr euch etwas heller vorstellen. Das Verhalten bei Gegenlicht bzw. die Entwicklung von Lichtgrenzen ist trotz der Generation 2 Plus Röhren nur durchschnittlich. Von außen sieht man den 805 Nanometer Aufheller natürlich ordentlich glimmen, was aber bei der Leuchtweite auch nicht anders möglich ist. Mit dem IR-Aufheller im Betrieb könnt ihr das Monokular übrigens 20 Stunden betreiben, ohne den Aufheller bis zu 50 Stunden. Danach muss die CR123A Batterie gewechselt werden, die sich hier im Batteriefach befindet. Kommen wir zur Bedienung. Eingeschaltet wird das Gerät über den On-Knopf auf der Oberseite. Jetzt leuchtet auch die grüne Status-LED. Sollte es sich nur um eine kurze Funktionsprüfung bei Tageslicht handeln, stellt vor dem Einschalten sicher, dass der Objektivdeckel angebracht ist, da das Gerät durch die Analogtechnik sonst Schaden nehmen würde. Bei Dunkelheit könnt ihr ihn abnehmen und in die dafür vorgesehene Halterung schieben. Nach dem Einstellen der Dioptrien und des Fokus ist das Nachtsichtgerät einsatzbereit. Durch die Generation 2 Plus Röhren könnt ihr auch bei geringer Helligkeit ohne IR-Aufheller arbeiten. Im dichten Wald ohne viel Restlicht solltet ihr dann allerdings mit IR-Aufheller arbeiten. Ob der Aufheller eingeschaltet ist, seht ihr an der roten Status-LED. Für wackelfreie Beobachtungen kann unten über die beiden 1/4 Zoll Gewinde ein Stativ und optionales Zubehör wie zum Beispiel Richtmikrofone oder weitere IR-Strahler angebracht werden. Die Gewinde sind aus Metall und wirken ebenfalls sehr hochwertig. Das Tragen am Handgelenk ist über die mitgelieferte Handschlaufe möglich, die am Gehäuse befestigt wird. Außerdem mitgeliefert wird ein Putztuch und wie schon erwähnt die Tasche. Eine CR123A Batterie ist auch mit dabei. Kommen wir zum Fazit. Liebe Zuschauer, das Yukon NVMT Spartan 2 Plus ist mit über 1800 € nicht gerade günstig. Aber ich denke, der Preis ist im Vergleich zu anderen Nachtsichtgeräten der Generation 2 Plus auf einer europäischen Marke rechtfertigt. Ich kann das Gerät jedem empfehlen, der gerne nachts unterwegs ist und beobachtet
oder vielleicht denjenigen, die schon Generation 1 Gerät besitzen und Lust auf mehr haben. Man bekommt jedenfalls ein gutes Gerät und es macht auf jeden Fall mehr Spaß. Positiv aufgefallen ist mir die hohe Verarbeitungsqualität und das Zusammenspiel zwischen IR-Aufheller und Vergrößerungsfaktor. Also ich konnte auf jeden Fall angenehm beobachten. Bei den negativen Punkten habe ich, dass man den IR-Aufheller nicht regulieren kann. Gerade im Nahbereich wäre es nicht schlecht gewesen, wenn man den regulieren könnte, da durch die Helligkeit der Kontrast ein bisschen verloren geht. Ansonsten kann ich nicht meckern. Das war's schon. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Gebt mir ein Like, lasst einen Kommentar und abonniert mich. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.